darf Sie, funktioniert das? Hört man mich? Ja. Ich darf Sie alle begrüßen zur zweiten Mosse Lecture unter dem Motto Verfügbarkeit. In aller Kürze will ich versuchen, die thematischen Eckpfeiler dieses Sommersemesters nochmal flüchtig abzustecken, also gleichsam als Erinnerungshilfe oder um die Erinnerung an die erste Lecture aufzufrischen und hier so etwas wie thematische Kontinuität zu markieren. In einer ersten Annäherung und am Leitfaden der Wortgeschichte lassen sich vielleicht 3 Domänen dessen unterscheiden, was Verfügen und ein entsprechend Unverfügbares ausmacht. Erstens, auf dem Terrain des Politischen bzw. der politischen Souveränität, das Verfügen im Sinne des Verordnens oder Anordnens einer uneingeschränkten Willens- oder Entscheidungsmacht, von der allerdings, wie der Liberalismus fordert, ein Bereich des politisch Unverfügbaren abzuschirmen ist, sei es des Eigentums, sei es der Menschenwürde. Zweitens, und in der Sphäre des Ökonomischen bedeutet Verfügen so viel wie disponieren, zum richtigen Ort schicken oder auf den richtigen Platz versetzen. Das Unverfügbare ist für diese logistische Ordnungsmacht das Fehlende, der Mangel oder das Immobile. Und drittens tritt neben diese beiden politischen und ökonomischen Bedeutungen, die bereits in der Frühneuzeit geläufig sind, eine moderne Variante. Verfügen meint hier nun nicht nur politisch beherrschen oder ökonomisch organisieren. Es beschreibt vielmehr eine moderne Rationalitätsform oder, um es mit Martin Heidegger noch ein wenig größer zu dimensionieren, ein spezifisch modernes Seinsverhältnis. Verfügen bezeichnet für ihn ein Verfügbarmachen im umfänglichsten Sinne als zunächst sicht- und erkennbar, dann erreichbar, zuletzt aber regel-, berechen-, plan-, optimier- und nutzbar machen. Das Unverfügbare, das sich als Begriff ja alle erst seit den 1930er Jahren durchsetzt, ist hier entsprechend nicht mehr nur das, was durch das Raster politischer und ökonomischer Verfügung fällt. Es ist das, was sich der instrumentellen Vernunft oder dem, wie Heidegger sagt, Gestell entzieht, weil es seine Autonomie oder Eigentlichkeit verteidigt hat. Die Mosse Lectures dieses Sommers setzen innerhalb dieses Rahmens auf sehr unterschiedliche Weise an. Der vielleicht konkreteste Fall wird in der nächsten Lecture mit dem Rohstoff Öl im Zentrum stehen. Der wohl abstrakteste Zugang betrifft in der letzten Lecture die Verfügbarkeit virtueller Welten. In unserem Märzvortrag, den Theodora Becker zur Sexarbeit gehalten hat, ging es um eine doppelte Dialektik von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit. Einerseits hieß es, soll die Prostituierte ein käufliches Objekt und doch unverfügbar, weil ein genießendes Subjekt sein. Andererseits soll Prostitution als legitime Erwerbsform unter staatlicher Aufsicht stehen, im Gegensatz zu konventionellen Dienstleistungen, aber für eine totale arbeitsrechtliche Regulierung unverfügbar bleiben. In einem Bereich wie dem der Sexarbeit steht also mit der Frage der Verfügbarkeit ein politischer Richtungsstreit zur Debatte zwischen denen mit einem gewissen Grundvertrauen in den regulierten Markt und denen, die im Stil kritischer Theorie auf den unverrechenbaren und behördlich unverfügbaren käuflicher Liebe beharren. Heute wechseln wir den Schauplatz, aber nicht das Problem. Die Mosse Lecture von Marina und Herfried Münkler, die Roland Innerhofer gleich einleiten und moderieren wird, dreht sich um die Ökonomisierung und Informatisierung des Politischen in der Plattformdemokratie, wie sie sagen. Sie widmet sich, wie man zumindest vermuten darf, weniger dem souveränen Willen als Verfügungsmacht, denn vielmehr dem Wählerwillen als Verfügungsmasse, als dem also, was induzierbar, berechenbar und regelbar gemacht werden soll. Zuletzt noch 2 technische Bemerkungen. Wie immer haben Sie nach dem Vortrag Gelegenheit, Ihre Spuren auf den Film- und Tonaufnahmen verwischen zu lassen. Und wie immer möchten wir uns bedanken beim Volkstheater als Kooperationspartner, bei der Stadt Wien als Co- und bei der Mosse Foundation als Hauptsponsor dieser Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen interessanten Abend. Vielen Dank.
Guten Abend auch von meiner Seite. Willkommen zu dieser Mosse Lecture. Ich darf Ihnen kurz die beiden Referenten vorstellen. Zunächst Marina Münkler. Sie hat Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften in Frankfurt am Main studiert. Sie promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin mit der Dissertation Erfahrung des Fremden, die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts. Nach ihrer Tätigkeit als Postdoktorandin am Graduiertenkolleg Kodierung von Gewalt und medialen Wandel arbeitete sie als Assistentin am Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität Berlin. Hier habilitierte sie sich mit einer Schrift zum Thema narrative Ambiguität, Transformationen des Erzählens und der Figurenidentität in den Faustbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts. Nach mehreren Gastprofessuren folgte sie 2010 dem Ruf auf den Lehrstuhl für ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur am Institut für Germanistik der Technischen Universität Dresden. Marina Münkler ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats sowie Mitglied der Bayerischen und Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Marina Münklers Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Formen der Selbstkonstitution in der Literatur des späten Mittelalters, Alterität und Multikulturalität sowie der Melancholie-Diskurs in der frühen Neuzeit. Seit 2011 leitet sie das Teilprojekt Das Ethos der Freundschaft, Diskurse und Narrationen von Gemeinsinn in der mittelalterlichen Literatur am Dresdner Sonderforschungsbereich Transzendenz und Gemeinsinn. Seit Juli 2017 ist sie Teilprojektleiterin und stellvertretende Sprecherin im Dresdner Sonderforschungsbereich Invektivität, Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung. Dabei geht es um Formen und eskalative Dynamiken der wechselseitigen Schmähung zwischen Katholiken und Protestanten im 16. Jahrhundert, ein Thema, das auch Bezüge zum Thema des heutigen Vortrags aufweist. Münkler hat sich insbesondere auch mit den sogenannten Heiligen Kriegen beschäftigt, mit den Motiven, Rechtfertigungen und Verheißungen für die in ihnen Kämpfenden. Zuletzt erschien von ihr die Monographie Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert, 2024 erschienen. Über ihre wissenschaftliche Arbeit hinaus war Marina Münkler auch als Übersetzerin und Literaturkritikerin tätig. Nicht zuletzt trat sie als politische Kommentatorin an die Öffentlichkeit, beispielsweise mit einem Kommentar zum Terrorangriff der Hamas auf Israel in der Süddeutschen Zeitung. Derzeit arbeitet sie zusammen mit Herfried Münkler, ihrem Mann, an einem Buch über Plattformdemokratie, eben das Thema unseres heutigen Abends. Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler und mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte. Er ist emeritierter Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und promovierte mit einer Dissertation über Machiavelli, die mittlerweile als Standardwerk gilt. Das trifft auch für seine politologische Habilitationsschrift zu, die 1987 bei S. Fischer unter dem Titel Im Namen des Staates, die Begründung der Staatsräson in der frühen Neuzeit erschien. 1992 folgte Münkler einem Ruf der Humboldt-Universität Berlin auf den Lehrstuhl für Theorie der Politik am Fachbereich Sozialwissenschaften.
Einen Ruf auf das Ordinariat für politische Philosophie an der Universität Zürich lehnte er 1992 genauso ab wie 2002 den Ruf auf eine Professur für Politikwissenschaft an der Universität Augsburg. 1992 bis 1993 war er Dekan des Fachbereichs und 2002 bis 2003 Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften. Seine Emeritierung erfolgte im Jahr 2018. Zu Münklers Forschungsschwerpunkten zählen politische Theorie, Kulturforschung, Ideengeschichte, Kriegsgeschichte, Kriegstheorie, Risiko und Sicherheit. Unter seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur einige wenige hervorheben. Die neuen Kriege, erschienen 2002, analysiert Formen der Kriegsführung, deren Akteure Warlords, Söldner und Terroristen sind und die sich besonders gegen Zivilisten richten und die damit verbundenen medialen Inszenierungen. Auch sein Buch Imperien, die Logik der Weltherrschaft, vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, 2005 erschienen, ist nicht allein historisch orientiert, sondern besonders auch an der Gegenwart interessiert. Imperiale Strategien werden hier im Vergleich des chinesischen und des römischen Reiches, des britischen, zaristischen und amerikanischen Imperiums sowie des Osmanischen Reiches untersucht. Entgegen der nach 1989 oft vertretenen Diagnose vom Ende des imperialen Zeitalters diskutiert Münkler das zeitgenössische heutige imperiale Handeln der USA. Er zeigt den Widersinn eines demokratischen Imperiums auf, den Widerspruch zwischen imperialer Politik und demokratischem Versprechen. In seinem 2025 erschienenen jüngsten Buch Macht im Umbruch reflektiert er die politische Neuordnung der Welt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, des sich abzeichnenden US-amerikanischen Isolationismus, der handlungspolitischen Defizite der Europäischen Union und der Krise der Demokratie in den europäischen Nationalstaaten. Insbesondere geht es um eine Neubestimmung der Rolle Deutschlands innerhalb der Europäischen Union. Münkler diskutiert die Bedingungen und Strategien unter und mit denen Deutschland den Zusammenhalt der EU stärken und gegenüber Russland, China und nicht zuletzt den USA seine Unabhängigkeit behaupten kann. Das Thema der Plattformdemokratien führt ins Zentrum der Thematik der Verfügbarkeit, mit der sich die Mosse Lectures dieses Semesters beschäftigen. Burkhard Wolf hat das bereits angesprochen. Dem großen Versprechen der allgemeinen Zugänglichkeit von Information und der demokratischen Teilhabe aller am politischen Diskurs und an der politischen Willensbildung, das an den kommunikativen Möglichkeiten des Internets geknüpft wurde, folgte eine Ernüchterung und eine Skepsis. Der niederschwellige Zugriff auf Information sowie die Beteiligung aller an der Kommunikation und Diskussion sollte, so die Erwartung, einen Demokratisierungsschub bewirken. Diese Hoffnungen wurden von der Realität konterkariert. Die Entstehung sogenannter Filterblasen und Echokammern führt zu Emotionsgemeinschaften anstatt zu Wissensgemeinschaften. Die Nutzung von Algorithmen für gezielte, individuell abgestimmte Werbezwecke und ideologische Manipulation machen das Internet immer mehr zu einem Instrument kommerzieller Steuerung und politischer Überwachung. Trolle und Social Bots simulieren eine demokratische Meinungsäußerung als Paravent für kommerzielle und politische Manipulation. Aber dazu hören Sie jetzt mehr und Genaueres von Marina und Herfried Münkler. Ich darf Sie bitten, Ihre Vorträge zu halten. Also Sie haben, nachdem Sie einiges über meine akademische und wissenschaftliche Vita erfahren haben,
sicherlich eine Vorstellung davon, dass über Verfügbarkeit und Verfügung zu sprechen für mich gewissermaßen eine Form von Urlaub ist von den tagespolitischen Themen, die mich seitdem Putins Panzer und Trumps Verrücktheit über meine Lebenspläne hinweggefahren sind, besetzt bin. Und deswegen habe ich mich auch nach kurzem Zögern entschlossen, zusammen mit meiner Frau hierher zu kommen und den ersten Teil unserer Überlegungen zu präsentieren. Die heißt Bürgerschaft und mediale Verfügbarkeit über die Transformation der Demokratie bis hin zu der besagten Plattformdemokratie. Ich beginne mit ein paar Überlegungen zum Verhältnis von Verfügbarkeit und Bürgerschaft. Offenbar ist Verfügbarkeit, Herr Wolf hat das ja schon angesprochen, ein Begriff mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und das zeigt sich gerade im Zusammenhang mit Bürgerschaft und Demokratie, insofern hier die medialen Strukturen eine konstitutive Bedeutung für die Bürgerschaft und letzten Endes auch für Demokratie haben. Ich sage relativ gerne Bürgerschaft, knüpfe damit eher an eine republikanische Vorstellung an, als Demokratie, bei der man dann immer gleich definieren muss, dass Demos etwas anderes ist als Ethnos und vieles andere mehr. Also Sie werden deswegen im weiteren Verlauf von mir relativ häufig Bürgerschaft hören. Zu unterscheiden ist also zwischen der grundsätzlichen Verfügbarkeit eines medialen Systems im Sinne von dessen bloßem Vorhandensein und der Verfügbarkeit dieses Systems für bestimmte Personen aus einer Population, die einen privilegierten, wenn nicht exklusiven Zugang zu diesem Medium haben. Man könnte auch sagen, ersteres steht für die Konstitution von Bürgerschaft als eine Form von Berechtigung und Gleichheit, also für die Transformation einer bloßen Aggregation von Menschen, nicht? Also sozusagen Verherdung, nicht? Krex ist ja das lateinische Wort für die Herde, die da in irgendeiner Weise sich herumtreiben, in eine Bürgerschaft, die des Zusammenhandelns fähig ist. Der Begriff des Sympratein, des Zusammenhaltens, Handelns, ist eine zentrale Kategorie in der politischen Philosophie des Aristoteles. Und er ist vor allen Dingen von Hannah Arendt, die in diesem Jahr eine besondere Wahrnehmung oder im vergangenen Jahr eine besondere Wahrnehmung hat, aufgegriffen und fortgeführt worden. Und dieses Sympratein, Zusammenhandeln, hängt wesentlich an dem Zugang zu einem medialen System, in dem die Zusammenhandelnden sich abstimmen können hinsichtlich dessen, was sie vorhaben, was sie nicht vorhaben, wogegen sie vorgehen und so weiter. Letzteres dagegen, also der privilegierte Zugang, privilegierte Verfügung über das mediale System, steht für die Entstehung von Herrschaft. Herrschaft als Gegenbegriff oder Komplementärbegriff zur Bürgerschaft. Also die Herausstellung eines Einzelnen oder einer Gruppe von Personen gegenüber dem Rest der Bevölkerung, der letzten Endes keine Rolle spielt. Die Verfügbarkeit von Medien ist also die Voraussetzung von Vergemeinschaftung. Und die Art der Verfügbarkeit entscheidet über die Struktur dieser Vergemeinschaftung. Also über die Frage, ob wir es mit einer Bürgerschaft im weiteren Sinn oder aber mit einer Herrschaft oder aber mit einer spezifischen Konstitution oder Kombination aus beiden zu tun haben. Im Allgemeinen verstehen wir ja die Demokratie nicht nur als ein Verfahren des Entscheidens, sondern zugleich als Voraussetzung des Entscheidens des Miteinander Beratschlagens. Das, wenn Sie sozusagen das
Parallelwort zu Symbratein hören wollen, das Symbolein, wovon dann viele Orte und Institutionen der klassischen, also der antiken Demokratie, ihre Bezeichnung bekommen haben, als der Raum der Beratung, des Zusammenberatens und so weiter und so weiter. Damit war in der Regel klar, dass die Größe des Raumes etwas aussagt über die Anzahl derer, die an den Beratungen teilnehmen können, also über die Verfügbarkeit des Zutritts. Aber wer nimmt am Beratschlagen teil und welche Rolle spielt er dabei? Offenbar haben diejenigen den größten Einfluss, die am besten und überzeugendsten sprechen und argumentieren können, die also über rhetorische Fähigkeiten im weiteren Sinne verfügen. Deswegen wurden im antiken Athen, also im demokratischen Athen wie in Rom, die Rhetorik und die Dialektik zum wichtigsten Ausbildungsteil angehender Politiker und Redner oder Rechtsanwälte. Jedenfalls Leute, die im Prinzip politische Prozesse gesteuert haben. Heißt, die Verfügung über rhetorische Fähigkeiten war entscheidend für die Fähigkeiten zur politischen Beeinflussung der Bürgerschaft. Das war die republikanische Ordnung, wie wir sie im Prinzip bis heute kennen, auch wenn die zunehmend unter Druck geraten ist durch den aufsteigenden Neo-Autoritarismus oder aber die Achse der Autokraten, wie man das auch nennt. Bei der Dezession, um nochmal auf diese Form der Bürgerschaft zurückzukommen, waren alle zur Teilnahme Berechtigten gleich. Bei der Deliberation aber, dem Beratschlagen, war das keineswegs der Fall, sondern hier hing die Macht oder die Einflusstiefe an eben diesen rhetorischen Fähigkeiten, also an der spezifischen Verfügung über bestimmte Strukturen des Medialen. Das unterscheidet eigentlich bis heute republikanische Ordnungen von im weiteren Sinne Alleinherrschaften, seien dies nun eine Monarchie oder ein Prinzipat, wie das in Rom mit Augustus, also Octavian zunächst, an die Stelle der Republik getreten ist, oder aber gar einer Tyrannis oder einer kleptokratischen Oligarchie, wie sie jetzt in Ungarn abgewählt worden ist, oder aber einer eigentümlichen Kombination, von der keiner weiß, wie er sie wirklich vernünftig nennen soll, wie wir das in den USA des Donald Trump beobachten. Also jenen Formen von Herrschaft, wo der eine und einzige den alleinigen Zugriff, die exklusive Verfügbarkeit über das mediale System innehat. Er gibt Befehle oder er macht Ansagen, denen die anderen zu folgen haben. Sie haben keine Verfügung und auch keinen Zugang zu den medialen Strukturen außer denen des Hörens. Sie sind in diesem Sinne Herrschaftsunterworfene, aber keine Bürgerschaft. Diese Gegenüberstellung von Herrschaft und Bürgerschaft läuft auf eine binäre Konstruktion hinaus. Das ist analytisch von einiger Bedeutung, das so zu haben. Aber das ist natürlich nur eine Konstruktion, die man so historisch deskriptiv nicht antreffen kann, sondern bei der Betrachtung der Geschichte der politischen Teilhabe stößt man immer auf eine Fülle von Hybridbildungen. Also, wo möglicherweise die Art der Teilhabe abgeschichtet ist. Und es kommt obendrein immer auch wieder zu medialen Revolutionen, also vielleicht dem, was meine Frau vermutlich noch kurz ansprechen wird, was die Flugschriften des 16. Jahrhunderts bedeuten, in denen sich Zugänge grundsätzlich verändern, also die erste Bedeutung von Verfügbarkeit. Und in der Regel ist das dann auch mit der Entwertung der Fähigkeiten, die vorher privilegiert haben, einen oder einige,
verbunden. Das im Einzelnen darzustellen, würde jeden Zeitrahmen sprengen und deswegen spreche ich es eigentlich nur im Grundsätzlichen an. Hier ist festzuhalten, dass der Zugang zur Beratschlagung immer auch in Demokratien oder in Bürgerschaften ein limitierter ist und war, dass also die Verfügbarkeit von Medien nie für alle gegeben war. Zunächst waren die Frauen ausgeschlossen, dann obendrein die unterbürgerlichen Schichten, später die Fremden und natürlich gab es auch die Gruppe der Jüngeren, also der unter 21 oder unter 18-Jährigen, die zwar am medialen System als Zuhörer teilnehmen konnten, aber gewissermaßen nicht in die Orte der politischen Beratschlagung vordringen konnten. Wer zur Bürgerschaft gehörte, für den war also die politische Beratung potenziell verfügbar, aber es gab immer viele, die an ihr nur wortlos, schweigend teilnahmen, die also bloße Zuhörer blieben oder aber Klaköre. Die Selbstorganisation der Gruppierungen fand dann ab dem 19. Jahrhundert in Parteien statt, auf der Basis gemeinsamer politischer und sozioökonomischer Interessen oder aber geteilter Werte und Weltanschauungen. Und oft auch auf der Grundlage von sehr divergenten Vorstellungen von der Teilnahmeberechtigung an der politischen Beratung und am Entscheiden. Das hat relativ lange eigentlich den Prozess der Selbstorganisation der Bürgerschaft, die Verfassung der Demokratie geprägt. Das war die Lage, bis ein Medium aufkam, das mit dem Versprechen versehen war, die Differenz zwischen Sprechern und Hörern ein für alle Mal aufzuheben, weil allen beide Rollen zur Verfügung stehen würden und es keine Zugangsbeschränkungen gab. Das würde, so die inzwischen unter die Räder gekommene Erwartungen auf eine definitive Demokratisierung der Demokratie hinauslaufen. Soweit das, was ich zu sagen habe. Ja, mit diesem großen Versprechen, das das Internet zunächst einmal vermittelt hat, will ich anfangen. Es war sozusagen eine Art von Verheißung, die man da erleben kann. Und gerade für Kritiker der Parteien und der Mediendemokratie, das waren die beiden Begriffe, die zu dem Zeitpunkt im Schwange waren. Also man hat von Kartellparteien gesprochen, man hat gesagt, im Grunde genommen agieren die Parteien wie Kartelle und teilen quasi die Macht unter sich auf. Etwas weniger prononciert, aber eigentlich ganz schön beschreibend, hat Otto Kirchhammer von Allerweltsparteien gesprochen, die ideologisch gar nicht mehr wirklich unterscheidbar seien und die im Grunde genommen in Aushandlungsprozessen untereinander seien, bei denen letzten Endes die Bürger eher Zuschauer seien. Und Meyer hat das dann verwandelt in den Begriff der Mediendemokratie, indem er gesagt hat, früher war es mal so, dass die Medien die Politik beobachtet haben. Jetzt, und da spricht er von den 90er Jahren, ist es so, dass die Politik die Medien beobachtet und sich sozusagen so zu profilieren versucht, dass sie medientauglich sind. Und das entscheidet, wer in den Parteien hochkommt und wer nicht. Und diese Art von Vermachtung, in den 20er Jahren schon hat Michels von den Parteien als letzten Endes von innerparteilichen Oligarchien gesprochen. Und diese Vermachtung schien mit dem Internet an ein Ende gekommen zu sein. Die kommunikativen Möglichkeiten des Internets, davon ging man eigentlich in großen Teilen aus, würden eine völlig neue Tür der Demokratisierung aufstoßen. Und sie würden das in der Parteiendemokratie unerfüllte Versprechen der Partizipation zu erfüllen in der Lage sein. Dann ist der Bürger eben nicht mehr nur ein Zuschauer, sondern er verfügt selbst über die kommunikativen Möglichkeiten, sich tatsächlich einzumischen, tatsächlich zu partizipieren, sich zu vernetzen und über eine horizontale Kommunikation das komplette Spielfeld
zu verändern. Es ist in dem Zusammenhang der Begriff der Schwarmdemokratie geprägt worden, unter anderem von dem Münchner Juristen Jens Kersten. Man hat von Liquid Democracy gesprochen und damit hat sich die Hoffnung verbunden, dass Wissen sich im Schwarm egalitär verbreiten könne, dass BürgerInnen tatsächlich jetzt einerseits über ein viel genaueres Wissen verfügen könnten, also viel uneingeschränktere kommunikative Möglichkeiten wahrnehmen könnten und sich dann eben mit diesem Wissen, das so viel leichter zu erwerben ist, miteinander horizontal vernetzen. Und Kersten hat dazu gesagt, es entstehe so etwas wie eine emergente Kollektivität in Form menschlicher Schwarmbildung. Tatsächlich kann man ja nicht bestreiten, dass die kommunikative Verfügbarkeit durch das Internet ungeheuer angewachsen ist. Und dass das Wissen, das im Internet zu erwerben ist, gleichzeitig mit einer viel höheren Handlungsmacht versehen ist, als das vorher der Fall war. Also schon vorher gab es natürlich eine Menge Leute, die viel wussten, ohne am Prozess der politischen Deliberation beteiligt zu sein. Aber es fehlte ihnen tatsächlich die Handlungsmacht, die sich über das Internet sehr leicht herstellen kann. Deswegen hat man auch in den 2010er Jahren angefangen, schon von den Internetnutzern nicht mehr als Nutzern oder Konsumenten, oder Englisch Consumers, sondern als Prosumenten oder Englisch Prosumers, also von denjenigen, die gleichzeitig etwas produzieren und konsumieren und die in dieser Weise sozusagen einen völlig neuen Sozialtypus ausbilden. Wissen wird geteilt, Informationen werden zugänglich gemacht, Einschätzungen und Meinungen können sich ungefiltert verbreiten. Das ist eine Verheißung, die sich erfüllt hat, nur nicht so, wie die meisten erwartet haben. Das Ganze ist im Prinzip schon mal vorgedacht worden von Daniel Bell, einem amerikanischen Soziologen, 1973 in einem Buch über die Wissensgesellschaft. Er hat schon damals gesagt, die Industriegesellschaft werde sich in eine Wissensgesellschaft verwandeln und der Zweck von Industrieunternehmen sei nicht mehr, bestimmte Produkte herzustellen und sie auf den Markt zu bringen, sondern die Bedürfnisse der Nutzer zu kennen und die Produkte darauf ganz genau zu zielen. Das war 1973 so eigentlich noch quasi eine Utopie. Es war jedenfalls nicht vorstellbar, dass außer über Marktforschung, Umfragen und so etwas die Bedürfnisse der Nutzer so genau erkannt werden konnten. Das war quasi etwas, was in einer gewissen Weise unverfügbar war. Also es ließ sich in Teilen verfügbar machen, aber es war nicht in der gleichen Weise verfügbar, wie es dann mit dem Internet geworden ist. Nur hat sich auf dem Gebiet des Wissens relativ herausgestellt, dass das Nächste, worin wir eingetreten ist, das ist, was man die postfaktische Gesellschaft nennen kann. 2016 hat das Oxford English Dictionary zum Wort des Jahres Post-Truth gewählt, also zum internationalen Wort des Jahres. Es ist nicht kein Zufall, dass das Jahr des Brexits war. Denn da am Brexit konnte man vielleicht zum ersten Mal in extenso beobachten, welche ungeheure mediale Macht sich entfalten lässt, wenn man mit bestimmten Narrativen arbeitet. Denn die Gängigkeit von Narrativen ist durch die Internetkommunikation enorm gewachsen. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle noch erinnern können, was war denn eigentlich sozusagen die Parole der Brexiteers? Take back control. Take back control erfüllt alle Formen eines klassischen Narrativs. Es behauptet einen verloren gegangenen guten Zustand, als man noch die Kontrolle hatte. Es beschreibt diesen Verlust und es hat gleichzeitig eine Handlungsaufforderung, nämlich sich das zurückzuhalten. Und in einer Situation, in der es sowieso schon ein Misstrauen gegenüber den vom sogenannten Establishment präsentierten Fakten gab, haben solche Narrative ungeheuer zünden können und sie konnten sich im Internet in einer ganz anderen Weise verbreiten, als das je der Fall war. Und zwar deswegen, weil eben die Internetnutzer nicht einfach nur Zuhörer, Zuschauer, Konsumenten sind, sondern selber Produzenten von ähnlich gelagerten Kommunikationen. Und das führt dann natürlich zu einer enormen Vervielfältigung des Immergleichen. Also es führt dazu, dass
ganz viele das immer selbe sagen, dass aber dadurch das Gefühl entsteht, wir sind eigentlich die Mehrheit, wir repräsentieren das, was alle denken. Sie kennen alle den auch schon von unserem Vorredner erwähnten Begriff der Filterblase, Filter Bubble. Eli Pariser hat diesen Begriff geprägt. Das ist nicht ganz unwidersprochen geblieben. Pörksen spricht vom Filter Clash, also nicht davon, dass man sozusagen in einer bestimmten Blase jeweils lebt, sondern dass diese Blasen miteinander kollidieren. Was aber eigentlich zugrunde liegt in den Überlegungen von Pariser, ist das, was die Sache interessant macht, nämlich dass die Plattformen eben mit Hilfe von Algorithmen berechnen, was der Nutzer sehen will. Das war seine Grundüberlegung. Und das wird darüber zusammengestellt, dass die Suchhistorie, der Standort, das Klickverhalten und so weiter die entsprechenden Rückschlüsse zulässt. Das Interessante ist nun, dass es zeitweise so aussah, als würden die Plattformen dann das liefern, was der Nutzer sehen möchte. Und das war auch das, was Pariser mit der Filter Bubble gemeint hat. Also der Nutzer bekommt das, wonach er irgendwie schon mal gefragt hat, was sich zusammensetzen lässt aus seinen unterschiedlichen Anfragen, aber es hat sich dann sehr schnell gedreht, diese Art von Verfügung über den Nutzer, denn letzten Endes muss man in Bezug auf die Plattformen von Nutzer 1 und Nutzer 2 sprechen. Nutzer 1 ist derjenige, der nichts zahlt außer seine Daten, aber das ist die entscheidende Währung im Internet. Nutzer 2 zahlt Geld an die Plattformen dafür, dass er die Daten von Nutzer 1 bekommt. Und dann kann er natürlich in einer völlig anderen Weise verfügen über das, was Nutzer 1 wollen könnte. Nutzer 1 könnte bestimmte Produkte erwerben wollen und das lässt sich aus seinen bisherigen Suchanfragen rauslesen, aber er könnte natürlich auch in bestimmte Richtungen geführt werden, indem man ihm sozusagen bestimmte Arten von Informationen zukommen lässt. Dafür braucht man muss aber über alle diese Daten verfügen. Das ist die zentrale Verfügung, die eigentlich diese Situation der Platform Society, wie José van Dijk, eine niederländische Soziologin, das genannt hat. Ich würde das eben Plattformdemokratie nennen, denn es zeigt sich, es geht nicht nur um Waren, es geht nicht nur um Produkte, sondern es geht um politische Entscheidungen auch. Shoshana Zuboff hat in diesem Kontext von Surveillance Capitalism, also von Überwachungskapitalismus gesprochen und hat damit den Begriff der Überwachung sozusagen in einer gewissen Weise entstaatlicht. Das ist ja das, wogegen es viele Proteste gab in den letzten Jahrzehnten und was immer wieder diskutiert worden ist. Staatliche Überwachung, und natürlich lässt sich auch staatliche Überwachung über das Internet hervorragend organisieren. Was wir aber hinzubekommen haben, ist eine Überwachung, die im Prinzip durch private Firmen geschieht, bei dem die Plattformen sozusagen als Intermediäre dienen für andere Firmen, die dann in der Lage sind, Bedürfnisse, aber auch politische Entscheidungen zu steuern. Algorithmen produzieren die gewünschten Ergebnisse für denjenigen, der den Algorithmus programmiert oder hat programmieren lassen. Das heißt, derjenige, der sozusagen weiß, was er mit den Daten der Nutzer eigentlich will, der ist in der Lage, das Ganze dann so zu steuern, dass die Suchergebnisse eben nicht mehr, wie das am Anfang das große Versprechen war, ich finde das, was mich interessiert, nicht mehr danach organisiert sind, was der Nutzer wissen will, sondern was er sehen soll. Und diese Sortierkriterien sind für die meisten Nutzer unverfügbar. Sie wissen nicht, warum bei Google auf Platz 1, 2, 3 bestimmte Dinge erscheinen. Das wissen die allerwenigsten. Und mittlerweile stellt man ja fest, Cory Doctorow spricht deswegen von der Verschittification oder Verschlimmscheißerung des Internets. Man muss auf 4 Seiten durchblättern, bis man eventuell zu dem kommt, was einen wirklich interessieren könnte. Und diese Undurchsichtigkeit der Suchkriterien und die Unverfügbarkeit, die darin besteht, hat das produziert, was Frank Pasquale Blackbox Society nennt. Weil die Nutzer endlos Daten produzieren, die mit jeder App mehr und zugleich spezifischer werden. Also
Viele von Ihnen werden wahrscheinlich auch so eine wunderbare Uhr haben, mit der man seinen Blutdruck messen kann und alle möglichen Gesundheitsdaten haben kann, nur dass diese Gesundheitsdaten dann eben zugänglich sind für andere. Mit jeder Kommunikation, die man mit ChatGPT führt, entsteht sozusagen ein genaueres Profil von dem, was einen beschäftigt, was einen ängstigt, was einen besorgt macht. Jede Suche nach irgendeiner Krankheit, auf welcher Plattform auch immer, führt immer dazu, dass das Ganze zu einem Profil wird. Dr. Ruff hat das in einem sehr schönen Beispiel erläutert und es zeigt sich mittlerweile auch teilweise in Europa. Amerika ist zweifellos der Vorreiter, wir können das auch in Europa beobachten, dass es solche Apps gibt, die der Arbeitsvermittlung dienen. Er erläutert das am Beispiel von Krankenpflegern. Und die sammeln vorher Daten, also die Dienstleister, die so etwas anbieten, eine Vermittlung von Arbeit in der Pflege, die sammeln vorher Daten beispielsweise über die Kreditwürdigkeit von bestimmten Leuten. Und Sie können dann sehen, okay, das ist jemand, der braucht jetzt ganz dringend einen Job. Der kriegt dann ein deutlich schlechteres Gehalt oder einen deutlich schlechteren Lohn angeboten als jemand, der offensichtlich nicht unter so großem Druck steht. Preise sind komplett individualisiert worden. Das ist ein Spiel, das man mal spielen kann, möglichst nicht im selben Raum und mit unterschiedlichen Computern. Dann kann man sehen, dass außer da, wo es noch die Buchpreisbindung oder ähnliche Preisbindungen gibt, sie im Prinzip immer individuelle Preise haben. Und das hat was damit zu tun, wie viel Geld sie vorher wofür ausgegeben haben. Also die unglaubliche Verfügbarkeit, die darin steckt, die ist sozusagen für die Plattformökonomie ein gigantisches Tool. Und deswegen ist dieses große Geschenk der kostenlosen Nutzung überhaupt kein Geschenk, sondern das teuerste, was man sich leisten kann. Was das politisch heißt, hat sich 2016 zum ersten Mal ganz deutlich gezeigt, als Cambridge Analytica mit den Daten, die es von Meta bekommen hat. Zuckerberg hat dann hinterher behauptet, das hätten sie illegitimerweise gemacht. Also ob sie tatsächlich verkauft haben oder nicht, ist auch nicht so wichtig. Sie waren jedenfalls zugänglich. Mit den Daten von Meta hat Trump seinen ersten Wahlkampf bestritten. Cambridge Analytica hat die so aufbereitet, dass sie in der Lage waren, nicht nur Produkt, sondern auch Wahlpräferenzen zu steuern. Unterschiedliche Adressaten haben sehr unterschiedliche Werbung für Trump zugespielt bekommen. Leute, die sich schon entsprechend geäußert hatten, also selbst mit emotionalen, aggressiven Äußerungen hervorgetreten, die haben entsprechende Äußerungen von Trump bekommen. Andere haben beispielsweise Bilder der sympathischen Ivanka Trump bekommen und mit freundlichen Äußerungen von ihr. Also man hat das sehr genau gesteuert und da zeigte sich zum ersten Mal, wie ungeheuer verfügbar der Wähler wird, also auch schon in den USA das Eintragen in die Wählerlisten, wie man das steuern kann, und wie durchsichtig der Wähler wird für Kampagnen. Und dann ist er natürlich einfach auch nicht mehr nur ein Wähler. Es geht nicht mehr nur darum, ihn einmal an die Wahlurne zu bringen und dafür zu sorgen, dass er das Richtige wählt, aus der Sicht der Auftraggeber, sondern es geht darum, und da kommt dann der Begriff von Cassens, der Echo Chamber hinein. Es geht darum, so etwas wie emotionale Gemeinschaften zu bilden. Denn erst das schafft eine Stabilität, die in den letzten Jahrzehnten üblich gewordene Volatilität in der Wählerschaft zu begrenzen vermag. Und es führt auch dazu, dass diese emotionalen Gemeinschaften eben als Gemeinschaften wahrgenommen werden und dass das dazu führt, dass Menschen sich davon angezogen werden. Und das Ganze wird aber gerade da, wo es so besonders menschelt, wo man das Gefühl hat, man spricht jetzt ganz persönlich, durch ein mediales System gesteuert, in dem die Grenze zwischen öffentlicher und privater Kommunikation, zwischen persönlicher und politischer, zwischen individueller und sozialer Kommunikation eingerissen wird. Leute sitzen zu Hause am Computer und fühlen sich eigentlich in eine Gemeinschaft, obwohl sie ganz alleine sind, eingebunden. Und sie haben gleichzeitig das Gefühl, dass sie dazugehören. Und dieses Dazugehörigkeitsgefühl, das in völligem Gegensatz zu dem, was faktisch stattfindet,
steht, das ist natürlich für bestimmte Arten von Parteien, und es sind hier vor allen Dingen auffälligerweise die rechten Parteien, ein ungeheures Bindemittel. Ein solches Bindemittel hat man schon öfter mal erleben können, dass solche Bindemittel entstehen können. Das ist im Beginn der NS-Zeit über das Radio betrieben worden. Wir können es in der Reformation mit der Entstehung der Flugschrift sehen, wo einfach viel mehr Leute angesprochen werden, in einer anderen Weise adressiert werden, als das bis dahin der Fall ist und sich kommunikative Räume öffnen, die vorher nicht da waren. Was waren eigentlich die Rahmenbedingungen dafür, dass das so passieren konnte? Wie konnten die Plattformen in diese Situation kommen? Die Grundlage ist eine politische Entscheidung gewesen, nämlich der US Communication Decency Act von 1996, also unter der Regierung von Bill Clinton. Dabei wurde festgelegt in diesem Gesetz, dass die Internetplattformen keine Verantwortung für die von ihnen verbreiteten Inhalte tragen. Das Ganze unter Bezug auf das First Amendment der amerikanischen Verfassung, also den ersten Zusatz zur amerikanischen Verfassung, die die Meinungsfreiheit garantiert, und zwar die Meinungsfreiheit des einzelnen Bürgers. Das wurde auf die Plattformen übertragen und denen wurde Meinungsfreiheit und das uneingeschränkte Zulassen von Meinungsfreiheit zugebilligt. Gleichzeitig wurden sie aber ermächtigt, durchaus eine Kontrolle auszuüben über die Kommunikation, die auf ihren Plattformen passierten. Das heißt, sie konnten alles, mussten aber nichts. Und das, würde ich sagen, hat die Büchse der Pandora geöffnet. Das hat die Tür zu allen möglichen Formen von Schmähungen und Herabsetzungen, mit denen wir uns in dem Dresdner Sonderforschungsbereich Invektivität beschäftigt haben. Das hat die Tür zu diesen Schmähungen, Herabsetzungen, zu Hate Speech und allem, was man erleben kann, geöffnet. Und das hat zu dem geführt, was Anja Breling Social Heating nennt, nämlich dass sozusagen innerhalb der Plattformkommunikationen alles das am gängigsten ist, was bösartig, schmähend, niederträchtig, so dass andere sich schadenfroh darüber amüsieren können. Und jeder kann auf diesem Niveau einsteigen. Also mein Mann hat ja vorher vom Redner und von den rhetorischen Fähigkeiten gesprochen, die sozusagen eine Zugangsvoraussetzung waren. Das ist nicht mehr so. Es gibt nicht mehr diesen Anspruch an rhetorische Fähigkeiten, und übrigens kann man das an Donald Trump sehr gut beobachten. Er spricht so, wie jeder Dummkopf spricht, der sich irgendwo äußert, und das macht ihn so interessant. Das führt dazu, dass er diese Attraktivität für viele Leute hat. Man kann zwar hoffen, dass irgendwann noch mal ein paar mehr Leute drauf kommen, noch die größten Dummköpfe, dass man sich keinen größenwahnsinnigen Idioten zum Präsident wählen sollte, aber noch ist es nicht so weit. Im Augenblick sind wir in einer Situation, wo man sagen kann, Trump kann Kommunikation in einer nie vorher dagewesenen Weise steuern. Das gelingt natürlich nicht nur durch seine Person, es geht hier nicht in erster Linie um einen charismatischen Politiker, sondern es gelingt dadurch, dass eben in der Plattformkommunikation diese Vermischung von privat und öffentlich, persönlich und politisch, informationell und emotional stattgefunden hat und dass hinter die sehr schwer zurückzukommen ist. Und dass von daher die Parteien, die sich solcher Kommunikation nicht öffnen wollen, eigentlich nie die gleiche Dynamik entwickeln können, wie das, was im Prinzip von solchen neu entstehenden Parteien an Dynamik entfaltet werden kann. Und das hat natürlich zu einer vollständigen Veränderung des Diskurses geführt. Da sage ich Ihnen nichts Neues, das wissen Sie alle selbst. Nicht Austausch, sondern Ablehnung und Empörung ist das, was stattfindet. Und das wird andererseits aber durchaus auch nochmal auf einer weiteren Ebene gesteuert, nämlich durch Social Bots. Schon 2016 hat Simon Hegelich auf einer Veranstaltung von Verlegern in München gezeigt, wie einfach es ist, Social Bots zu konstruieren, wie einfach es ist, sich 10.000 Twitter-Accounts, die haben damals $499 gekostet, zu kaufen und diese dann mit entsprechenden Kommunikationen auszustatten. Und auf diese Weise lässt sich quasi ein Mehrheitsgefühl erzeugen. Bei Twitter werden Sie davon, oder X jetzt, werden Sie davon ausgehen müssen, dass ein großer Teil der sogenannten Influencer, die über so viele Follower verfügen, dass ein großer Teil dieser Follower aus Bots besteht. Und dass man sich im Prinzip sozusagen Klickzahlen organisieren kann,
dass es möglich ist, sich in Scheinriesen zu verwandeln, dass es überhaupt kein Problem ist, sozusagen über eine kommunikative Macht zu verfügen, die man früher so nie darstellen konnte, weil man wirkliche Leute dafür gebraucht hat. Heute braucht man ein paar Leute, die zu Hause sitzen, und man braucht Social Bots, mit denen man solche Kommunikationen simulieren kann. Und damit schafft man es, den kompletten Diskurs zu drehen. Und deswegen würde ich sagen, die Situation, oder das ist unser beider Überzeugung, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Der Traum von der Schwarmdemokratie ist zerplatzt. Wir befinden uns in einer Plattformdemokratie. Und die Plattform Society, also im Sinne der durchgängigen Ökonomisierung von allen Dingen, die wir tun, allen Bewegungen, die wir machen, jedem Jobangebot, das wir uns anschauen, jeder Gesundheitsvorsorge, die wir wahrnehmen, das produziert alles Daten, die für irgendjemanden hochinteressant sind und die für uns nicht von Vorteil sein werden. Und sie werden noch viel weniger von Vorteil sein für den politischen Diskurs, denn was da an Verfügbarkeit für Einzelne, letzten Endes sind es ja Firmen und ihre Interessen, entstanden ist, das hat es, glaube ich, historisch so noch nie gegeben. Vielen Dank. Ja, funktioniert das? Ja, können Sie mich hören? Ja. Also vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für diese beiden sehr anregenden Vorträge. Ich möchte ein, zwei Fragen vielleicht Ihnen noch stellen, und dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Fragen an die Referentin, an den Referenten, an Frau und Herrn Münkler zu stellen. Ich hätte eine ganz grundsätzliche Frage, die das Verhältnis zwischen, sagen wir, dieser medialen, also diesen neuen medialen Möglichkeiten und Techniken, die Sie ja sehr anschaulich auch und mit sehr eindrücklichen Beispielen vorgestellt haben, und sozusagen den, ja, einer allgemeinen politischen oder ökonomischen Entwicklung auch. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen diesen beiden, wie soll man sagen, Kräften oder Faktoren einschätzen? Also ist es so, dass das Medium selbst, die Technik, die Medientechnik, also das Internet und mit all dem, was damit zusammenhängt, sozusagen eine gesellschaftliche Entwicklung hervorbringt? Oder ist es eher so, dass es bestimmte gesellschaftliche, politische, ökonomische Entwicklungen gibt, die dann sich diese Medien sozusagen auch, oder mit denen diese Medien dann zusammenwirken und dann aber auch ganz verschiedene Effekte erzeugen, je nachdem, in welcher gesellschaftlichen oder politischen Konstellation wir uns gerade befinden. Habe ich das klar genug ausgedrückt? Ja, ich habe Sie gut verstanden. Ja. Also grundsätzlich, glaube ich, wird man sagen können, dadurch, dass das von Anfang an privatwirtschaftlich organisiert war, man denen erlaubt hat, überhaupt so etwas zu betreiben wie kostenlose Nutzung. Musste von Anfang an klar sein, irgendwo muss das Geld herkommen. Keine private Firma ist in der Lage, ihr Produkt zu verschenken für nichts. Und dann hätte man sich von Anfang an überlegen müssen, was das heißt, wenn man das zulässt. Zweitens sind eben dieser Communication Decency Act, der sie von jeder Verantwortung entbunden hat, ihnen aber alle Möglichkeiten gegeben hat, steuernd einzugreifen, der hat sozusagen im Verein mit einer privatwirtschaftlichen Organisation, einer völlig neuen medialen Konstellation von Anfang an ermöglicht, diese Art von Geschäft zu betreiben. Und es hat sehr lange gedauert, bis man begriffen hat, was das heißt, dieses Geschäft. Also da war es schon so weit eigentlich gekommen, also da hatte dann Facebook schon Millionen und Abermillionen von Nutzern, da
war Google schon quasi die Plattform. Es ist den amerikanischen Großunternehmen damit ja auch gelungen. Ich meine, das waren ja kleine Startups am Anfang. Aber es ist ihnen gelungen, eine Macht zu entfalten. Denn im Internet gilt the winner takes it all. Also hat man eine Plattform ab einer bestimmten Größe, dann müssen alle da drauf, weil man eigentlich anders überhaupt keine Reichweite mehr erzielen kann. Also von daher ist würde ich sagen, ist diese mediale Situation in einer privatwirtschaftlichen Organisation sozusagen das Grundproblem. Gleichzeitig gibt es natürlich, das kann man nicht bestreiten, Oppositionsbewegungen können sich über das Internet ganz anders organisieren, als sie das vorher konnten. Man kann sehen, welche Bemühungen Russland macht, das Internet und auch den VPN-Zugang abzustellen. Man kann sehen, wie die Chinesen das einsetzen, also wie oft sie da sozusagen den Zugang verhindern. Das heißt, natürlich gibt es auf der anderen Seite Optionen. Es gibt tatsächlich eine Optionsstruktur, die es ermöglicht, auch durchaus Widerständiges zu machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man nicht letzten Endes zu der Schlussfolgerung wird kommen müssen, das ist so etwas wie der Schleier, der drüber liegt über den doch sehr viel dominanteren ökonomischen Interessen. Und diese ökonomischen Interessen gebären quasi von sich aus politische Interessen, denn natürlich müssen die immer dafür sorgen, dass also zum Beispiel, dass nicht eingesetzt wird, eine Gesetzgebung, die sie viel stärker reglementiert. Daher kommt auch diese Aversion gegen Europa, die hat ziemlich deutlich damit zu tun, dass Europa viel stärker reglementierend eingreift. Also von daher kann man sagen, eigentlich haben diese Plattformen ein Interesse daran, sozusagen die politischen Parteien nach vorne zu bringen, die ihren Interessen am besten dienen. Und von daher würde ich sagen, das ist das aber gleichzeitig bieten natürlich die Plattformen solchen Parteien auch Möglichkeiten, die sie vorher nicht hatten. Vielleicht dazu noch ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen. Also ich habe ja versucht anzudeuten, dass es ein Verhältnis der wechselseitigen Konstitution gibt zwischen den medialen Bedingungen und der politischen Verfügbarkeit. Nicht? Also, was weiß ich, in den Despotien des Orients, sagen wir im Perserreich, um dem Herodot zu folgen, da gab es diese Plätze gar nicht, auf denen das Volk zusammenkommen konnte und gemeinsam beraten. Das gemeinsam war natürlich nicht das, was weiß ich, in Athen da 5000 Leute miteinander beraten haben, sondern in dem deren Repräsentanten aufgetreten sind und argumentiert haben. Aber sozusagen die mediale Revolution war die Schaffung solcher Plätze, entweder sozusagen geschlossen, kleinere Beratungszentren oder halt der Pnyx mit dem Rednerpult, dem Blick aufs Meer hinaus und so weiter. Und dadurch entstehen politische Konstellationen, in der dann auch Interessen eine Rolle spielen. Natürlich, sozusagen, wir von Ihnen sind ja vermutlich eine Reihe von Literaturwissenschaftlern da, die Komödien des Aristophanes kennt. Er hat eine Vorstellung davon, wie man auch gegen solche Formen der versammelten Dummheit, wie der konservative Aristophanes nun mal meint, nicht? Und der Donnerer tritt auf, sprich wie Perikles, der hat eine sehr laute und durchdringende Stimme gehabt, was natürlich unter diesen Bedingungen optimal war. So, das heißt also, von Anfang an wird das unterschiedlich beurteilt. Das gilt sicherlich auch für die Revolution des Drucks, die Flugschriften, die von manchen als ein Schritt der Aufklärung und des erweiterten Wissens und von anderen nur als ein Instrument der Desinformation, Fake News oder wie auch immer begriffen wird. Und das, kann man sagen, hat sich bis heute eigentlich nicht verändert. Meine Frau hat eben gerade gesagt, man hätte das eigentlich wissen müssen. Nicht? Das Mann ist natürlich interessant, auch im Heideggerschen Sinn. Nicht? Wer ist das Mann eigentlich? Sagen wir mal, die Intellektuellen, die Universität, die Beobachter, die eigentlich die kritischen Beobachter sind. Aber die sind offenbar der Fortschrittssuggestion verfallen gewesen. Nicht? Deswegen, wenn Sie die Texte der Zeit lesen, dann laufen die alle auf eine Gleichheit. Die Welt ist flach,
oder sie ist ein Dorf und wie auch immer hinaus. Also die Vorstellung, es ist ein weiterer Fortschritt auf einem Weg zu einem Ziel, das wunderbare Gleichheit verspricht. Nun ist vor ein paar Tagen gewissermaßen der letzte Prophet eines solchen Fortschritts, nämlich Jürgen Habermas, verstorben, der nach seiner Abwendung von der Dialektik der Aufklärung, also der skeptischen Seite auch der Betrachtung des Fortschrittsbegriffs, in der Theorie des kommunikativen Handelns im Prinzip eine ungeheure Dynamik entfaltet hat mit dem Schlusspunkt des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. Nicht? Und konnte mir nur sagen, ja, im Internet, das ist der zwanglose Zwang des besseren Arguments, wenn man ein bisschen polemisch sein will, weil einen ja keiner zwingt, durch Rahmenbedingungen das zu glauben und zu suggerieren. Nun hat sie ja gezeigt, wie gewissermaßen das Ganze manipuliert wird, wie wir also sozusagen nur eine Fassade schauen, hinter denen andere Akteure stehen. Das können auch ökonomische Interessen sein, die würde ich aber nicht so stark machen, sondern ich würde sehr viel stärker machen, das sind politische Interessen. Warum mache ich das? Wir haben zweimal geglaubt, letzten Endes sind diese Figuren, die da auftauchen als Autokraten, Gestalten von Oligarchen beherrscht. Putin die ganze Zeit, ja, die Oligarchie und wie auch immer, und die haben ihn ausgesucht und er ist im Prinzip die Charaktermaske ihrer Herrschaft, also einer kleptokratischen Oligarchie. Dann stellte sich aber irgendwann heraus, sie sind massenhaft von den Balkons gefallen oder haben vergiftete Unterhosen sich angezogen oder sonst irgendwas. Und am Schluss, wer hat gewonnen? Putin natürlich, nicht? Und er hat ihr Vermögen, wo es ihm gepasst hat, herangezogen. Und dann gab es in den USA die Auseinandersetzung zwischen dem reichsten und dem mächtigsten Mann, also Musk versus Trump. Und wer hat gewonnen? Trump. Das heißt sozusagen, unsere Vorstellung, die lange Formen eines, wie soll ich sagen, intellektuell minimierten Marxismus dominierend war, nämlich dass ökonomische Interessen letzten Endes die Basis sind und politische Prozesse und ihre Strukturierung das davon Abhängige, die ist im Augenblick eigentlich nicht angesagt. Jedenfalls können wir in der Wirklichkeit nichts beobachten, wo man sagen kann, genau so ist das. Ja? Sondern wenn man so argumentiert, dann ist man eigentlich dem Anschein aufgesessen, aber man hat das, was dahinter stand, nicht besonders intellektuell durchdrungen. Na, guter Einwand, das markiert vielleicht die Grenze von Verfügbarkeit. Also einerseits haben sich die Plattformen, glaube ich, einen riesigen Instrumentenkasten von Verfügbarkeit geschaffen. Und ich würde nach wie vor daran festhalten, Trump ist ihr Präsident. Er ist der, den sie gemacht haben, und an Vance kann man das sehr deutlich beobachten. Vance ist eigentlich auch ja politisch aus einer völlig anderen Richtung kommt. Vance ist da sozusagen hingebracht worden. Der wäre sonst nie Vizepräsident geworden. Andererseits gibt es offenbar eine Grenze der Kontrollierbarkeit. Also deren Interesse an einem Angriff auf den Iran, das kann ich auch nicht erkennen, dass die da jetzt irgendwie gesonderte Interessen dran gehabt hätten, und es schadet ihnen ökonomisch. Also von daher gibt es sicher sozusagen eine Grenze der Verfügbarkeit auch für die Plattformen. Sie können sich einen Präsidenten quasi nach ihrem Gusto schaffen, aber sie können nicht alles kontrollieren, was dieser Präsident tut. Obwohl sie ihn schon mit einer Menge von Leuten umstellt haben, also gerade in der Heritage Foundation, die sozusagen den ideologischen Background liefert und die an sich das komplett steuern können sollte, was aber anscheinend nicht so ganz gelingt. Und in Russland ist es sicherlich noch deutlicher, dass die Oligarchen komplett von Putin abhängig sind und es nicht so ist, dass man sagen könnte, er ist von ihnen abhängig. Er kann mit ihnen eigentlich machen, was er will. Es gab so ein paar sehr schöne Szenen, an denen man das sehen konnte, wie er die mal versammelt hat zum Beginn des Ukraine-Kriegs und sie zu Spenden angehalten hat. Und da saßen sie da mit sozusagen leeren Gesichtern und wussten, okay, wir sind jetzt hier die Befehlsempfänger und wir haben das zu tun, was uns gesagt wird. Ja, vielleicht noch zurückzukommen auf diese Frage, warum eigentlich
diese, was Sie eben also als Plattformdemokratie bezeichnet haben, warum das überhaupt so erfolgreich ist. Also das ist ja nicht nur eine Frage einer ökonomischen Lenkung oder dass das von vornherein sozusagen eine ökonomische Verschwörung gewesen wäre, sondern es gibt ja sozusagen Faktoren, die diese Medien, diese sozialen Medien attraktiv machen. Also zum Beispiel dieses Persönliche, also dass man sich persönlich angesprochen fühlt, dass es authentisch wirkt, die Nähe, die hergestellt wird, oder auch diese scheinbaren Evidenzen, die durch Bilder, die durch theatrale, filmische Formen erzeugt werden. Natürlich auch die Dynamik, die Schnelligkeit, die Anpassungsfähigkeit, die Veränderlichkeit, also die Beweglichkeit dieses Mediums und dann vielleicht nicht zuletzt eben auch das, was Sie, glaube ich, auch kurz angesprochen haben, dieses Karnevaleske, das auch in diesen Medien vorhanden ist, das ja durchaus auch einen subversiven Charakter haben kann. Wir haben es jetzt neulich erlebt, nicht, in Ungarn, wo ja die traditionellen Medien, also Radio, Fernsehen, Zeitungen, die wurden ja zum Großteil gleichgeschaltet, aber eben die sozialen Medien, da ist es nicht gelungen, sozusagen die unter Kontrolle zu bringen, politisch, ja, auf jeden Fall in diesem vielleicht noch gemischten System, das unter Orban in Ungarn vorgeherrscht hat. Aber da sieht man ja auch eine bestimmte, wie soll man sagen, eine andere Seite, die auch vielleicht das Anarchische wieder sozusagen ins Spiel bringt und vielleicht auch doch diese utopische Seite dieser medialen Möglichkeiten vielleicht auch ein bisschen in Erinnerung gerufen hat, nicht? Also es gibt sicher diese utopische Seite und auch dieses Anarchische und die Selbstorganisation, also alles das, was mit den Verheißungen des Internets mal verbunden war. Und das ist ja auch quasi die Urerzählung des Internets, ne? Diese kleinen Startups in Garagen und wie sozusagen diese langhaarigen, lässigen Typen das alles gemacht haben und wie wenig das erinnerte an den Kapitalismus, den man vorher hatte. All die Typen in den Anzügen mit den großen Präsentationen ihrer Waren und so. Dieser ungeheure Charme, der lebt irgendwo noch weiter. Und natürlich gibt es immer wieder auch Zugänge, es gibt Formen der Selbstorganisation, nur glaube ich, muss man das in seiner Dimensionalität beachten. Das kann in bestimmten Situationen mit ernsthaften politischen Konflikten, kann das nochmal funktionieren, dass man auch darüber eine Dynamik entfalten kann. Konnte man übrigens ganz gut sehen beim Wahlerfolg der Linken auch, bei der Bundestagswahl in Deutschland, also sozusagen ein einfacheres Beispiel. Die waren quasi abgeschrieben, nachdem Sarah Wagenknecht sich von ihnen verabschiedet hat. Und sie haben über einen Social-Media-Wahlkampf, der ungeheuer gut adressiert war, und sicher mit Daten gearbeitet hat. Also das war nicht einfach nur Gespür von Frau Reicheneck, so wird es aber häufig kommuniziert. Denen ist es gelungen, zurückzukommen. Sowas kann funktionieren und der Erfolg jetzt von Peter Magyar in Ungarn, von dem man aber sehen muss, den hat er nicht zuletzt auch durch Reisen aufs Land, weil Orban ja die Wahlkreise so zugeschnitten hatte, dass eigentlich eine andere Partei kaum eine Chance hatte. Und er hat verstanden, wo er hingehen muss. Er hat keinen reinen Internetwahlkampf gemacht, sondern er hat schon sehr stark auch mit auf den Plattformen gearbeitet, aber er hat einen Wahlkampf gemacht, in dem er sehr stark in die Provinzen gegangen sind, also sozusagen in das Herz von Orbans Macht und das bearbeitet hat. Und das hat funktioniert. Und dann kam ihm quasi der Kippeffekt, den Orban selbst eingeführt hatte, zugute, dass wenn man halt ein Direktmandat gewinnt, dass man dann quasi über das Mehrheitswahlrecht alles hat.
Und das hat geholfen. Also es gibt es gibt noch das Anarchische, es gibt Möglichkeiten der Organisation sozusagen gegen die je herrschende Macht, aber an der Macht der Plattformen, glaube ich, ändert das nichts. Also der Höhepunkt für die positive Seite, die Sie angesprochen haben, ist sicherlich Rebellion gewesen, nicht? Der arabische Frühling, wo es über die Internetkommunikation gelungen ist, im Prinzip Machthaber zu stürzen, also jedenfalls in Tunesien und in Ägypten. Syrien und Libyen sind bekanntlich andere Fälle. Aber es ist natürlich nicht politisch nachhaltig gewesen. Nicht? Wenn man heute nach Tunesien guckt, ist sozusagen eher dem Seit-Aleter dasselbe wie vorher, nur ein bisschen anders mit anderen Gesichtern. Und in Ägypten kam halt eine islamistische Partei an die Macht, was sicherlich nicht unbedingt im Sinne der Aktivisten vom Tahrirplatz gewesen ist. Und das heißt, dort, wo das Netz dazu dient, Oppositionsbewegungen zusammenzubringen, ist es aber nicht, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem, nachhaltig. Sondern das ist der Augenblick und es ist die Begeisterung des Festes gewissermaßen. Und sobald man mit Brecht die Mühen der Ebene auf sich nehmen muss, ist das dann schon vorbei. Dann sozusagen gibt es nicht das Vertrauen, das aus längerer Zusammenarbeit in bestimmten Gruppierungen, in Parteien oder derlei mehr besteht, sondern das Feld ist gewissermaßen so sortiert, dass man gar nicht weiß, wenn man sozusagen die Memory-Steine umdreht, was drunter ist und es auch nicht wissen kann. Und insofern war ich eigentlich jedenfalls spätestens als mit Rebellion, wie hieß der, Masri, glaube ich, in Ägypten an die Macht gekommen ist, skeptisch gegenüber dem, ja, sozusagen, es hat eine gewisse destruktive Kraft gegenüber autoritären, militärdiktatorischen Regimen, aber es ist nicht in der Lage, tatsächliche Alternativen an die Stelle dessen zu setzen. Es kehrt also gewissermaßen in die Beschreibung von Revolten zurück, wie sie, ja, was weiß ich, im späten Mittelalter häufig stattgefunden hat. Nicht? Auch Wagners Oper Rienzi ist ja die Beschreibung eines solchen Vorgangs und anderes mehr und unterscheidet sich darum fundamental von jenen Vorgängen der englischen Revolution 1640 folgende, französischen Revolution und dazwischen drin noch der amerikanischen Revolution, in denen gewissermaßen auf der Grundlage von gemeinsamem Beraten und Zusammenhandeln politische Prozesse vorgenommen worden sind. Das traue ich dem Internet halt nicht zu, weil es da sozusagen dann doch zu vereinzelt den Anschein der Gemeinsamkeit erweckt. Und wenn man sich dann halt einmal auf dem Platz trifft und sich furchtbar freut und jubelt und macht und tut, dann ist das natürlich noch keine politische Handlungsfähigkeit, die daraus erwächst. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir könnten jetzt auch Fragen zulassen. Ja, bitte, es gibt hier vorne in der zweiten Reihe. Ja, Sie können das Mikrofon. Ich bin Historiker gewesen und immer noch nicht aufgegeben. Wie ich hergekommen bin, habe ich gedacht, also ich werde Herrn Münkler die Frage stellen, wie haben Sie es geschafft, dass Sie in der heutigen Zeit mit dieser schnellen Verschiebung des, ich sage Überbaus, im Grunde genommen so treffende Planspiele entwickeln konnten? Die Pentachie, die vier Mächte und dieses Verhandeln im Grunde genommen noch des Imperialismus im 19. Jahrhundert. Wie Sie das schaffen, dass das so wirkungsvoll geblieben ist bis wenige Jahre. Was also Frau Münkler gebracht hat zu ihren Ausführungen, ist extrem interessant, sozialpsychologisch, familienpsychologisch, wie stark Sie Herrn Münkler widerlegt haben. Sie haben eine große
Rede gehalten, inhaltlich, nicht emotional, zum Dementi des meisten, was Herr Münkler gesagt hat. Die Frage ist, also Sie haben das ja angedeutet und das erscheint mir sehr wichtig, dass Sie gegen Reformation, aber auch gegen Reformation, Sie nicht erwähnt, also angesprochen haben, oder auch, also Sie würden da die Antike also heranziehen können, oder auch im 19. Jahrhundert. Es gibt, und das haben Sie auch betont, und das müssen wir immer sehen, es gibt immer auch gegen unser Denken, gegen die schönen aufklärerischen, spätaufklärerischen Konzepte der Demokratietheorie, Habermas. Es gibt viel mehr gegen empirische Positionen als eine totale Deckung dieser großen, schönen, wichtigen Theorien mit der empirischen Differenziertheit. Wenn man also die Sozialforschung, etwa wie sie im Bereich also der Annal getrieben wurde, heranzieht, dann sieht man wie bis in die Revolution hinein, und das kann man weiterführen bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, die großen Demokratietheorien, die großen Veränderungstheorien, Wünsche, Bewegungen ein sehr schönes Bild uns gegeben haben und geben. Aber wenn man das genau anschaut, und die Arbeiten sind schon, die empirischen Arbeiten sind schon dagegen gelaufen, dann muss man vorsichtig sein. Und Sie haben gerade, glaube ich, gezeigt, wie Sie in Ihrem Statement oder Vortrag diese Widersprüche, die in den gegebenen demokratisch, liberaldemokratisch oder monopolkapitalistisch gedachten Überformungen der großen Politikveränderungen im 19. Jahrhundert immer auch Gegenbewegungen festgestellt haben, die jetzt in den Vordergrund getreten sind. Wir haben es nur nicht zur Kenntnis genommen, glaube ich, sondern jetzt müssen wir das zur Kenntnis nehmen mit Trump, der so deutlich redet, so deutlich argumentiert, ebenso Putin auf andere Weise, dass damit im Grunde genommen das, was sich in den letzten 5 oder 10 Jahren ereignet hat, in unserer zumindest intellektuellen oder medial geprägten Wahrnehmung entwickelt hat, eine solche Veränderung der demokratischen, liberalen Gesellschaftsvorstellungen eingetreten ist. Es ist ja ein Unterschied, ob der Trump sagen kann, was er will. Ein demokratischer Politiker, ein vielleicht selbst faschistischer Politiker, hat nicht so direkt gegen die öffentliche Meinung sprechen können. Der Hitler hat sehr vorsichtig gesprochen, nach außen hin wenig durchdringen lassen. Und das ist das meiner Meinung nach gefährliche und überraschende und noch zu lösende Problem, dass ein Trump, der durchaus nicht immer durchschaubar war, hergehen kann vor wenigen Tagen oder wenigen Wochen und in einer Weise einen Genozid als Programm definieren kann. Und es gibt Widerstände, spät, vorsichtig, aber das ist unvorstellbar, was da passiert ist. Und auch natürlich diese Vergöttlichung seiner selbst ist auch ein absoluter Tabubruch, Danke, der nicht mehr... Ja, vielen Dank. Danke. Ich glaube, Sie haben einige interessante Anregungen noch eingebracht. Möchten Sie? Ja, ich will die Frage, wie haben Sie es geschafft, vielleicht kurz beantworten. Ich hatte das Glück, eine Professur zu haben, die von mir erwartet hat, dass ich die Geschichte des politischen Denkens von seinen Anfängen, möglicherweise auch noch vor den Griechen, bis in die Gegenwart darstelle. Das heißt, dass ich nicht in das, was ich mal etwas flapsig die Habermas-Falle nennen würde, nämlich die Vorstellung, Philosophie beginnt erst mit Kant. Und was davor war, ist uninteressant, muss ich auch nicht kennen. Und dann auch die Eskamotierung von Leuten, wie Horkheimer immer als die dunklen Schriftsteller des bürgerlichen Zeitalters bezeichnet hat. Da kommen so Leute wie Machiavelli, Schopenhauer,
und Nietzsche drin vor, dass er die immer rausgelassen hat. Nicht? Also mich hat er, als ich gehört habe, dass ich über Machiavelli schreibe, hat er gesagt, was wollen Sie eigentlich mit Machiavelli? Nicht? Und da haben wir uns einen Augenblick drüber unterhalten, aber es war mir klar, ich dringe mit dem, was ich ihm sage, nicht durch. Und was man sozusagen, wenn man die langen Linien betrachtet, immer wieder beobachtet, ist Prozesse der Enttäuschung. Also das Hochkommen von Erwartungen, starken Erwartungen, einzelne Skeptiker und dann der Umschlag in eine tiefe Enttäuschung. Deswegen habe ich gerne auch, wenn ich Demokratieseminare in Berlin gemacht habe, angefangen mit dem Aufstieg und dem Zerfall der athenischen Demokratie. Um eine Vorstellung zu haben, das ist kein Ewigkeitsprojekt, auf das man sozusagen, man hat es erreicht und dann ist alles gut. Oder in der hegelianischen Vorstellung, Ende der Geschichte angekommen, muss jetzt nur noch auf die linke Seite gelegt werden und dann ist auch alles wunderbar. Sondern, dass das gewissermaßen tagtäglich in einer Auseinandersetzung steht, in der wir selber auch eine Rolle spielen. Selbst wenn wir nur uns den Luxus leisten, die intellektuellen Beobachter dieser Entwicklung zu sein. Das würde ich sagen, ist die Voraussetzung dafür gewesen. Insofern eine gewisse skeptische Distanz gegenüber dem Überschwang des Augenblicks. Was ich verzweifelt versucht habe, meinen Studentinnen und Studenten nahezubringen, was aber nicht sehr leicht ist, nicht? Weil man in einem bestimmten Alter natürlich eher dazu neigt, sich als Bestandteil eines großen Fortschritts und einer irreversiblen Entwicklung zu sehen. Das ist ja hier ganz erstaunlich ein vor allen Dingen jüngeres Publikum. Dann ist das angemessen, wenn ich das so sage. Vielen Dank. Ja, ich will vielleicht noch zu der Frage der Widerlegung. Ich glaube gar nicht, dass es das ist, was ich angestrebt habe, sondern uns interessieren, glaube ich, auf beiden Seiten sozusagen dieses Vortrags interessiert uns die Relation von Bürgerschaft und Herrschaft und von Machtkonstellationen. Ich habe dann sozusagen in meinem Teil über die Entwicklung der Plattformen diese Machtkonstellationen anders beschrieben. Und das ist auch, glaube ich, erforderlich. Grundsätzlich würde ich das Verhältnis zwischen dem Politischen und dem Medialen etwas anders denken und dem Medialen ein Prä einräumen. Und wie das sich aber je auf das Politische auswirkt, das ist sehr unterschiedlich. Also als jemand, der vor allen Dingen ansonsten in der frühen Neuzeit arbeitet, ist es ja so, dass sozusagen die ganze Dynamik der Reformation an der Flugschrift hängt. Luther wäre einfach verbrannt worden ohne die Flugschrift. Wenn Luther nicht begriffen hätte, dass er auf Deutsch schreiben muss. Und ich kann Ihnen sagen, die Theologen, die römischen seiner Zeit, die waren fassungslos, was der Mann da macht. Der trägt theologische Fragen auf den Marktplatz. Was soll das? Und er hätte das nicht überlebt. Dass die Reformation erfolgreich werden konnte, hing daran, dass Luther sehr schnell begriffen hat, was die Flugschrift für ein Instrument ist. Und seine 3 großen theologischen Schriften von 1520, die veröffentlicht er als Flugschriften. Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, auch noch auf Latein, aber eben gleich hinterher auf Deutsch. Von der Freiheit eines Christenmenschen, Deutsch und Latein, an den christlichen Adel deutscher Nation, nur in deutscher Sprache. Da weiß er schon, wen er adressieren muss. Er hat sehr schnell diese Konstellation verstanden und es schafft ihm ein Zeitfenster. Das schafft ihm ein Zeitfenster, in dem diese Bewegung so ausgeformt werden kann, dass er in der Lage ist, das zu bewegen, was er zu bewegen hat und andererseits tatsächlich das Ganze zu überleben und diese Bewegung in Schwung halten zu können. Er macht das dann ja auch immer so, Luther schreibt eine Schrift und dann kommen x Flugschriften von seinen Anhängern hinterher. Und man sieht richtig, wie er dieses mediale Feld dominiert und er ist in einer Situation, in der der Kaiser gegen ihn ist, in der der Papst sowieso gegen ihn ist und nicht anders sein kann und in der er ein paar Adlige auf seine Seite bringen muss. Und er hat am Anfang nur den sächsischen Kurfürsten, der so halb distant irgendwie diese Sache anguckt, aber auch keine Lust hat, sich vom Kaiser oder vom Papst sagen zu lassen, was er zu tun hat. Und da kommen so unterschiedliche Konstellationen zu tragen und ich glaube, die mediale ist die entscheidende. Und wenn wir diesen großen Sprung machen auf eine vergleichbar große mediale Transformation, es gibt dazu
dazwischen noch ein paar andere, die ich jetzt auslasse, dann kann man sagen, mit dem Internet ist es so ähnlich eigentlich wie mit dem Buchdruck. Es wird erfunden und am Anfang ist noch gar nicht klar, was das für ein Instrument ist. Es ist auch so, ich meine, der Buchdruck wird erfunden, um eine perfekte Bibel zu drücken. 50 Jahre lang passiert da nichts. Und dann kommt die entscheidende Bewegung. Und diese entscheidende Bewegung kommt, glaube ich, mit dem Communication Decency Act, wo man denen ermöglicht, sozusagen jede Form von Kommunikation auf diesen Plattformen zuzulassen und andererseits sie komplett beobachtbar zu machen und sie zu monetarisieren. Also diese Kombination hat es vorher in dieser Weise nicht gegeben und das, glaube ich, hat die komplette politische Konstellation geändert. Das ändert sie nicht uniform in eine Richtung. Sozusagen. Dafür sind die Differenzen in den einzelnen Ländern zu groß, als dass man das sagen könnte. Aber es gibt ein paar, und das sind vor allen Dingen die USA, wo man prototypisch beobachten kann, was passiert. Ich würde gerade, damit Sie sozusagen den Diskurs zwischen uns beiden noch ein bisschen nachvollziehen können, sagen, ja, das ist wunderbar, das ist die heroische Phase Luthers, die heroische Phase der Reformation, wo also dann diese Flugschriften herauskommen, die die Sache drehen. Aber das hätte sich auch, wenn ich da mein Beispiel der Rebellion heranziehe, verflüchtigen können. Was Luther danach macht, ist die Organisation der evangelischen Kirche, der lutherischen Kirche. Das ist ein sehr mühsamer Prozess. Da tritt er gar nicht mehr als so heroische, begeisternde Figur. Da macht er sich Gedanken darüber, wie er sozusagen an die Stelle der Bischöfe andere Strukturen setzen muss, wie er möglicherweise sogar Landesfürsten als Ersatzbischöfe einsetzt und so weiter. Also der ist dann auch bereit gewesen, die Mühen der Ebene zu durchschreiten. Also die Nachhaltigkeit der Veränderung, die gewissermaßen mit dem Aufflammen des Medialen erfolgt ist, durchzustehen. Und das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man dann sagen kann, okay, das ist dann das Zeitalter der Konfessionalisierung. Ja, es gab jetzt noch 3 Wortmeldungen und dann würde ich sagen, die 3 können wir noch zulassen und dann müssen wir wahrscheinlich langsam zum Ende kommen. Bitte schön. Für Ihre tollen Vorträge. Ich wollte einmal fragen, Sie hatten es gerade angeschnitten, den Wahlkampf in Ungarn. Haben wir uns vielleicht auch zu sehr versteift auf so das Internet und die analogen Räume für Meinungsbildung, die Verfügbarmachung davon irgendwie außen vor gelassen, auch ein Stück weit durch diese starke Versteifung darauf? Ja, glaube ich, kann man sagen. Also mit dem Internet kann man eine ganze Sache machen und bewegen, aber halt nur im Hinblick auf eine kurzfristige und zeitlich begrenzte Zustimmung und Unterstützung einer Position. Das Entscheidende an der Macht von Orban war, dass er dann Strukturen aufgebaut hat, die ihn an der Macht gehalten haben und die dann allerdings natürlich korrupt geworden sind. Das ist sozusagen die Verfallsgeschichte, die in das immer eingeschrieben ist. Ja, Machtorganisation als das, was nach dem Aufflammen von solchen Veränderungen auftaucht. Das hat der Orban vermutlich besser hingekriegt als der Trump, bei dem man ja jetzt im Augenblick beobachten kann, dass die MAGA-Bewegung ein ausgesprochen brüchiges Instrument ist und er permanent gefordert ist, als der sozusagen jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt, immer wieder Aufmerksamkeit zu generieren, um die Defizite seiner wirklichen Fähigkeit zu beeinflussen und zu lenken, zu kompensieren. Und das treibt ihn in gewisser Hinsicht in den Wahnsinn, denn das, was er im Iran gemacht hat, ist eine wahnsinnige Aktion. Vielleicht 2 kurze Fragen noch, die auch nochmal das Verhältnis zwischen politischen und medialen aufrufen. Du, Marina, hast ja vorhin gesprochen von
so etwas mit der Verfügbarkeit, Berechenbarkeit des Wählerwillens und Verhaltens. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man auf sowas wie Trumps Wiederwahl guckt, dass dort die Demoskopen relativ deutlich versagt haben. Ist jetzt ein bisschen die Frage, was ist die Rolle der Demoskopie, würde mich interessieren. Also meine Vermutung wäre ja, dass sozusagen bei demoskopischen Umfragen jemand anderes angesprochen wird, nämlich die Leute als politische Subjekte. Im Netz haben wir so etwas wie abgelöste Netzbürger, die sozusagen einen ganz anderen emotionalen Haushalt haben, eine andere Rhetorik, so etwas wie ein ressentimentales Verhalten, Vergemeinschaftung. Ist vielleicht die Frage, gibt es da so ein Rollenspiel zwischen den politischen Subjekten, den Netzsubjekten und dann denjenigen, die tatsächlich an der Wahlurne stehen? Dann ist eher die Frage, welche Figur, welche Persona gewinnt oder übernimmt den größeren Einfluss. Die zweite Frage wäre nur, weil es auch nochmal grundsätzlich ist, wie steht eigentlich die Plattformdemokratie jetzt zu den Geschichten des Plattformkapitalismus, wie es zum Beispiel Josef Vogel, der hier war, sozusagen genealogisch wirklich hergeleitet hat. Also dort ist schon sehr klar, dass sozusagen der Kern des Politischen im Ökonomischen, in der Finanzökonomie liegt oder in der Informationsökonomie. Und vielleicht müsste man das aber natürlich auch nochmal regional differenzieren. Also war ja vorhin die Rede von Herfried Münkler, dass Putin und Trump vielleicht auch verschiedene Geschichten sind, mit verschiedenen Verhältnisbestimmungen der Politik und Ökonomie. Ja, also ich glaube, das ist die eigentliche, sozusagen der Kernpunkt der Frage, wie ist die Relation zwischen dem Medialen und dem Politischen zu denken? Ist das ein sozusagen klar definierte hierarchische Abfolge, das Mediale dominiert und das Politische ist quasi sozusagen innerhalb dieses medialen Rahmens bestimmt? Oder ist es auch so, dass unter Umständen das Politische in der Lage ist, das Mediale zu dominieren? Ich würde sagen, das kann man in bestimmten Konstellationen beobachten. In China sieht man das sehr deutlich, wie das Politische in der Lage ist, das Mediale zu dominieren. Und zwar nicht nur durch Abschalten, also das ist ja das Technik, die die Russen so beherrschen, abschalten, sondern was die auch machen, also mit diesen Scores, die sie verteilen, also die Art und Weise, wie sie ihre Bürger sozusagen zur Artigkeit erziehen, das ist bemerkenswert. Und da kann man sehen, also sie haben dieses Instrument sich sehr schnell angeeignet und sie bespielen es sehr geschickt und da dominiert, glaube ich, das Politische eindeutig. Das ist in den westlichen liberalen Demokratien nicht so einfach zu beschreiben. Da ist es viel, viel komplexer. Also einerseits würde ich sagen, mittlerweile haben diese Internetunternehmen eine solche ökonomische Macht und derartig viel Kapital angesammelt, dass sie in der Lage sind, sozusagen die nächsten Schritte vollständig selbst zu bestimmen. Also das betrifft natürlich alles das, was man künstliche Intelligenz nennt. Ich halte das für einen komplett falschen Begriff. Diese Large Language Models produzieren ja bestimmte Arten von Antworten. Letzten Endes kann ein Large Language Model das nächste wahrscheinliche Wort im Satz bestimmen, auf eine bestimmte Frage hin. Aber natürlich lässt sich mit denen ungeheuer viel machen, denn was das nächste wahrscheinliche Wort im Satz ist, das lässt sich durch die Trainingsdaten sehr genau beeinflussen. Also von daher kann man sagen, würde ich sagen, hier kann man sehr deutlich sehen, wie das Mediale derartig dominiert, weil sie einfach in der Lage sind, die nötigen Finanzinvestitionen zu leisten. Man sieht schon, dass ihnen Trump gelegentlich aus dem Ruder läuft. Das heißt, es ist sozusagen kein einfaches Unterordnungsverhältnis. Es ist nach wie vor ein Aushandlungsverhältnis. Und in der Situation, das was Herfried angesprochen hat, also in der Auseinandersetzung zwischen Musk und Trump, hat sich zumindest gezeigt, dass ein Einzelner nicht in der Lage ist, das politische Feld komplett zu dominieren, auch wenn er wie der viel zitierte reichste Mann der Welt ist. Und auch da wird man sagen können, wenn man sich den Aufbau dieser Firmen anschaut, dann sind die ja alle ungeheuer natürlich von den politischen Entscheidungen abhängig gewesen und auch nach wie vor abhängig. Und gerade Musk mit seinen Unternehmen produziert laufend Sachen, für die der Staat der Abnehmer ist. Also wenn man von Tesla mal absieht, aber Starlink, SpaceX und so weiter sind eigentlich sozusagen staatsnahe Unternehmen. Also von daher glaube ich, ist da der Komplex der Aushandlung sehr schwierig, aber es ist jedenfalls passiert, dass über sozusagen eine kostenlose Nutzung ein Kapitalakkumulationsprozess instand gesetzt worden ist, ermöglicht worden ist, denen eine Dominanz über die klassische Ökonomie gibt, die
glaube ich, so noch nie da gewesen ist und die zumindest eine Kolonisierung des Politischen möglich macht. Ja, noch eine Frage. Ja, ich wollte eine Möglichkeit zu bedenken geben, die vielleicht eine Richtung sein könnte, eine Antwort auf das, was hier auch die Frage gestellt worden ist, warum diese Plattformen und die Plattformdemokratie so erfolgreich, so erfolgreich ist. Und ich denke, dass es da um einen ganz alten Trick geht, der vor allem von den rechten Parteien sehr erfolgreich angewendet wird in den letzten Jahrzehnten. Und zwar läuft das nicht über den Brotpreis, das wäre sozusagen das materialistische Argument, sondern da läuft über die Anerkennung. Und wenn Sie, Frau Münkel, genannt haben, diese Produzent und User gleichzeitig, dann bekomme ich automatisch eine Anerkennung, die mich in den Kreis von allen scheinbar, es ist ja nur scheinbar in Wahrheit, hineinzieht. Und es ist der Erfolg der Sozialdemokratie gewesen, dem Arbeiter ein Gefühl der Anerkennung dessen, was er ist, zu geben. Und interessant finde ich, dass also in diesem Sinne sozialdemokratische Parteien überhaupt noch nicht begriffen haben, dass sie nur über die Inflationsrate und die Lebenskosten relativ wenig Erfolg haben, dass aber die rechten Parteien das aufgreifen, indem sie sagen, man kann sich sein Leben nicht mehr leisten, wo ja sofort auch ein Bezug zu diesem eigenen Lebensgefühl und dieser individuellen Daseinsberechtigung hergestellt wird. Und da wird dieses Spiel mit der Anerkennung gespielt. Und weil Sie Luther erwähnt haben, auch Luther hat durch das Deutsche natürlich den Menschen eine Form der Anerkennung gezollt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Argument, das man nicht vergessen sollte. Das ist auf der psychischen Ebene und es ist auch die arabische Rebellion letztlich gescheitert. Sie hat mit dem Brotpreis begonnen in Algerien, wo eine Revolution sozusagen sich breit gemacht hat und dann den arabischen Raum überschwemmt hat. Und die großen Geschichten, auch das Christentum hat über Anerkennung funktioniert, dass die erfolgreich sind und dass das im Augenblick die rechten Parteien leider Gottes sehr, sehr gut verstanden und kapiert haben und auch auf den Plattformen so erfolgreich sind. Und letzter Satz, die sozialdemokratischen Parteien das nicht betreiben. Diese ganzen FPÖ-Medien zum Beispiel, die da jetzt das ist eine ganz typische Sache, die sie kapiert haben, dass das über die Anerkennung läuft. Danke. Das finde ich einen sehr guten Punkt, die Mischung aus Anerkennung und Ressentiment. Beides zusammen. Also wenn man das zusammenbringt, du wirst dafür, dass du Ressentiments hast, nicht mehr irgendwie diskreditiert und es wird dir nicht mehr gesagt, hier, das darf man aber so nicht sagen, ist aber nicht in Ordnung, sondern du kriegst dafür Anerkennung. Je schärfer du deine Ressentiments zur Äußerung bringst, sofort kriegst du viele Likes und du kannst dich auch sehr schnell in so eine Meinungsanführerschaft, zumindest dem Anschein nach, bringen. Also Anerkennung ist ein ganz zentraler Punkt. Als wir letzten Herbst, müssen hier die Wahlen gewesen sein, mal in Österreich gewesen sind, da habe ich die Plakate der FPÖ gesehen, dein Wille geschehe. Mein Gott, muss ich schon sagen. Ja, das muss man sich erst mal trauen. Aber das ist natürlich Blasphemie. Ja, organisierte Blasphemie, aber im Grunde genommen ist es natürlich eine Form der Anerkennung des Wählers. Scheinanerkennung. Ja, und sozusagen sich keinen Gedanken darüber gemacht zu haben, wie dieser Wille zustande kommt. Nicht? Das ist ja das, was ich versucht habe, in diesem Zusammenberaten deutlich zu machen, als einen mühsamen Prozess, der wesentlich auch ein Prozess der Selbstdisziplinierung, nämlich des Zuhörens, des sich Vorbereitens, des sehr genau Überlegen, wo ist der Einwand, wo ist die Schwäche des anderen und derlei mehr. Man kann, wenn man das vielleicht so etwas allgemein sagen will, auch sagen, das Internet ist eine große Lizenz zur Entdisziplinierung. Wenn man sich die Kommentarspalten anguckt, die unter bestimmten Artikeln, alle Zeitungen haben das ja inzwischen, dann findet dort eigentlich keine Argumentation statt, sondern sozusagen so Bestätigungshinweise oder aber Anwürfe. Und man liest vielleicht noch daneben die gedruckten Leserbriefe, das ist etwas ganz anderes. Das ist das Bemühen darum, mit den Mitteln eines Arguments aufzukommen. Das heißt, das Ressentiment, das im Übrigen Nietzsche
in dieser Form in die deutsche Sprache eingeführt hat. Das Ressentiment bekommt die Zügel abgenommen und freien Lauf. Und das ist natürlich auch eine Form von Erleichterung und Entlastung. Endlich kann ich mal sagen, was ich denke, nicht? Aber das ist möglicherweise gar nicht ein Gedanke, sondern das ist eine wirre Ansammlung von Befindlichkeiten, die dann herausgekotzt werden im buchstäblichen Sinn. Und das kann man da so machen, nicht? Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen konservativ klingen, aber die Disziplinierungsfunktion, die das Schreiben längerer Texte hat, sozusagen die Sequentialisierung des Gedankens, der Eindrücke, das in argumentative Zusammenhänge zu bringen, das löst sich dort auf. Gucken Sie sich Texte des Internets an, nicht? Sozusagen, da gibt es keine Argumentationsstruktur, die durchgängig ist, sondern dann kommt plötzlich ein neuer Gedanke und noch ein Gedanke. Und die Gemeinschaftsbildung findet statt über die Vergemeinschaftung der Empörten. Das wird, wenn sich's durchsetzt, das Ende der Demokratie sein. Ja, das ist natürlich jetzt ein dunkler Ausblick, aber wir haben ja auch ein paar andere. Genau, wir haben aber auch so ein paar, das Karnevaleske und das Anarchische vielleicht auch noch als die Kehrseite ins Spiel gebracht. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Vorträge, für diese Diskussionsbeiträge. Ihnen auch ganz herzlichen Dank für das Zuhören, für das Mitdiskutieren und ja, wir freuen uns auf die Fortsetzung der Mosse Lecture dann im Monat Mai. Vielen Dank nochmal.